Hallo Leute, hier ist Albert aus Planica. Heute habe ich direkt neben mir zwei Ethanolbrenner stehen. Der linke ist manuell und wird mit flüssigem Ethanol befeuert, der zweite ist vollautomatisch und verbrennt Ethanoldämpfe. Die Sache ist die, dass beide die gleiche Art von Brennstoff verwenden und dass es sich bei beiden um Einsätze handelt, die man in ein Gehäuse einbaut. Wie genau unterscheiden sie sich also? Ich zeige es Ihnen und beginne mit der manuellen Variante. Als erstes müssen Sie sie betanken. Dazu verwenden Sie einen normalen Trichter, wie Sie ihn auch in Ihrer Küche haben. Wie Sie sehen können, stecke ich ihn direkt in den Brenner. Ich meine den Tank, denn bei einem manuellen Gerät wie diesem sind Brenner und Tank ein und dasselbe, das gleiche Element. Jetzt ist alles bereit, um den Brennstoff einzufüllen. Achten Sie aber darauf, dass Sie ihn nicht über den hier markierten Füllstand im Tank hinaus auffüllen. Andernfalls müssen Sie den gesamten Brenner aus dem Gehäuse nehmen, den Tank entleeren, ihn trocknen und am besten ein paar Stunden warten, um sicher zu sein, dass es sicher ist, es erneut zu versuchen. Sie wollen es also wirklich vermeiden. Sei einfach vorsichtig. Jetzt kann ich ihn mit Ethanol füllen. Wenn ich fertig bin, ist der Brenner bereit zum Starten. Manchmal kann es passieren, dass man etwas Kraftstoff aus dem Tank spritzt. Wischen Sie ihn also sorgfältig trocken. Bevor ich das Feuer entfache, zeige ich dir, wie du den Brennstoff in den Ethanolbrenner füllst. Mit dem Brenner erhalten Sie eine automatische Pumpe, genau wie diese hier. Als erstes schließt du ein Ende an den Einlass an. Und das andere Ende des Schlauchs geht in die Flasche mit dem Brennstoff. Jetzt müssen Sie nur noch den Knopf drücken, und der Brenner erledigt den Rest. Wenn der Tank voll ist, schaltet sich der Brenner automatisch ab. Und selbst wenn ich den Knopf drücke, lässt er mich keinen weiteren Brennstoff pumpen, sodass keine Gefahr des Verschüttens oder Überfüllens besteht. Jetzt schalten wir die Pumpe aus und zünden das Feuer an. Dazu drücken Sie einfach den Knopf hier auf dem Bedienfeld, oder noch einfacher auf der Fernbedienung oder der mobilen App auf Ihrem Smartphone. Jetzt beginnt der Brenner, Dämpfe zu erzeugen. In einem Moment werden die Flammen erscheinen. Wie Sie sehen können, ist der Brenner jetzt eingeschaltet, also gehen wir jetzt zurück zur manuellen Bedienung. Um das Feuer zu entfachen, brauchst du nur ein Feuerzeug oder ein paar normale Streichhölzer. Man muss das Feuerzeug nur in die Nähe des flüssigen Brennstoffs bringen. Man muss vorsichtig sein, da die Zündung sehr schnell erfolgt. Anfangs ist die Flamme nicht sehr beeindruckend. Sie ist recht klein und von blauer Farbe. Lassen Sie ihr also ein paar Minuten Zeit, damit sie sich erwärmen kann. Um die Flamme in einem manuellen Brenner zu senken, verwenden Sie dieses spezielle Werkzeug und verschieben Sie einfach diese breite Metallklappe. Dadurch verringert sich die Sauerstoffmenge, die in den Brenner gelangt, sodass die Flamme erstickt und nach unten sinkt. Um die Flamme wieder zu erhöhen, schieben Sie die Klappe wieder an ihren Platz zurück. Beim automatischen Brenner gibt es auf der Fernbedienung zwei Tasten. Die eine senkt die Flamme, die zweite hebt sie an. Und es gibt bis zu 6 Flammenstufen. Bei einem manuellen Brenner brennt die Flamme direkt auf dem flüssigen Brennstoff. Deshalb haben Sie keine Kontrolle über das Feuer. Dieser Brenner wird extrem heiß, so heiß, dass der Brennstoff zu kochen beginnt und aus dem Tank spritzt. Das Einzige, was Sie tun können, ist, den Brenner zu löschen. Dazu verwenden Sie das gleiche Werkzeug wie zuvor, aber diesmal müssen Sie die Klappe vollständig schließen. Oft ist es jedoch schwierig, das Feuer zu löschen, da der Sauerstoff noch in den Brenner gelangen kann und die Flamme brennt. Meistens muss man es noch ein paar Mal versuchen, um die Flamme auszulöschen. Okay, wir haben es geschafft. So einfach ist es aber nicht. Zum Vergleich,
Im automatischen Brenner werden Ethanoldämpfe verbrannt. Der Brenner hat die volle Kontrolle über die Erzeugung und Verbrennung der Dämpfe. Wenn Sie das Feuer löschen möchten, klicken Sie einfach auf eine Stopp-Taste. Jetzt hört der Brenner auf, Dämpfe zu erzeugen, und die Flamme erlischt im Handumdrehen. Ein weiterer großer Unterschied zwischen diesen beiden Brennern ist der Geruch. Denn selbst wenn Sie den manuellen Brenner löschen, ist der Brennstoff im Inneren noch sehr heiß und verdampft in die Luft. Die Flamme brennt irgendwo auf dieser Ebene, direkt im Inneren des Tanks, wo nicht genügend Sauerstoff vorhanden ist. Dies führt zu einer unvollständigen Verbrennung, bei der ein sehr starker und unangenehmer Geruch entsteht. Außerdem ist der Tank völlig offen, so dass Staubpartikel leicht ins Innere gelangen können. Wenn Sie den Brenner anzünden, verbrennt der gesamte Schmutz im Inneren und es entsteht ein Brandgeruch. Beim automatischen Brenner ist der Brennstoff in einem isolierten Tank eingeschlossen. Und ich möchte, dass Sie sich merken, dass die Flamme niemals in direkten Kontakt mit dem flüssigen Brennstoff kommt. Die Dämpfe werden in der Verdampfungskammer erzeugt, und wenn das Feuer brennt, verbrennt es direkt über dem Brenner, wo es vollen Zugang zu Sauerstoff hat. Der Verbrennungsprozess ist vollständig und sehr sauber, so dass keine Gerüche freigesetzt werden. Wenn Sie ihn ausschalten, hört der Brenner auf, Dämpfe zu erzeugen. Das war's. Kein Geruch. Okay, eine letzte Sache, auf die ich hinweisen möchte, ist das Design. Der manuelle Brenner ist im Grunde ein einfacher Kasten, den man mit Brennstoff füllt, ein offener Tank mit flüssigem Ethanol darin. Und aufgrund einer Reihe von Sicherheitsvorschriften in verschiedenen Ländern ist es sehr schwer, einen manuellen Brenner zu finden, der länger ist als dieser hier. Aber bei den automatischen Geräten werden die Dämpfe durch diesen Metallstreifen ausgestoßen. Und diese Konstruktion ermöglicht viel längere Feuerlinien, ein Standardbrenner wie dieser kann sogar 2,5 Meter lang sein. Okay, das war's also, Leute. Aber glauben Sie mir, es gibt noch viele weitere Unterschiede zwischen diesen beiden Brennern, aber heute wollte ich mich auf die wichtigsten und praktischsten für diejenigen konzentrieren, die einen Ethanolbrenner täglich benutzen wollen. Ich hoffe, es war hilfreich. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.